willkommen zur Bully Love Story in Litauen. Heute Morgen bin ich in Vilnius angekommen, nachdem ich eine wunderschöne Anreise durch Estland und Lettland hatte. Und mit dem Arūnas fahre ich jetzt zusammen zu seiner Scheune. Und was der da für Schätze drin hat, das seht ihr gleich. Arūnas, die Strecke ist traumhaft. Nirgendwo hast du dein Paradies hier. Ich bin begeistert. Frühling, richtiges Frühling, wir kommen nach Litauen. Ja. Ich bin jetzt ja die ganze Zeit hinter dir hergefahren, hab deinen Bus bewundert, sieht wunderschön aus. Mir ist aufgefallen auf dem Kennzeichen H1983. Ich würde jetzt sagen H wie Hannover und 1983, weil er von 1983 ist. Stimmt das? Fast ähnlich, aber aha, das ist History-Kennzeichen fürs Litauen. Ja. Ja, also, aber Baujahr stimmt das richtig. 40 Jahre. Sieht er wirklich nicht nach aus? Von außen habe ich jetzt ja einiges gesehen während der Fahrt. Zeigst du mir mal, wie er innen aussieht? Ja, gerne. Klassischer Joker. Ja, fast original. Den Kühlschrank habe ich neu aufgebaut. Der ist viel sparsamer und kühlt ein bisschen besser. Von den Reifen habe ich gesehen, du fährst AT-Bereifung. Das heißt, das Auto sieht nach Reisen aus. Reist du damit wirklich? Ja, stimmt. Ich habe den Wagen original, aber trotzdem für meine Reisen gemacht. Das ist meine Leidenschaft. Nicht nur alte Autos, nicht nur VW, aber auch gerne Reisen. Das macht mir Spaß. Und wo bist du mit dem schon überall gewesen? Ja, ich war Skandinavien, Schweden, dann Holland, Belgien, Frankreich und England bis Wales gefahren. Wow. Ja. Wenn du so weit reist mit dem Auto, wir machen dieses Jahr ja ein Bulli-Treffen in Hannover. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast? Ja, super. Ich gucke immer neues Informationen. Ich möchte gerne dorthin kommen und habe schon Tickets dabei. Ehrlich? Ja, schon wenn Verkauf schon begann von Tickets, habe ich sofort in der ersten Woche schon mal gekauft. Das heißt, wir sehen dich mit dem Auto und kommst du alleine, kommst du mit anderen Bulli-Fahrern? Aus Litauen werden 9 Bullis kommen, ja, alle Generationen. Es ist nicht mehr so lang, also wir haben das Warten bald hinter uns, bald geht die Party los in Hannover. Tolles Auto, aber mit einem Auge gucke ich immer schon darüber. Du hast da ja noch viel mehr schöne Autos stehen. Ja. Darf ich mal reingucken? Ja, gerne, gerne, bitte. Sind das alles deine? Ja, diese 4, das sind meine. Plus der draußen, der 5. Ja, es gibt noch mehrere, aber hier die beste Garage für mich. Da fühle ich mich am besten. Ja, toll. Und so unterschiedlich. Das ist ja das Schöne, wenn du viele unterschiedliche Autos hast. Fangen wir bei dem ersten an. Eine Doka. Was ist das für ein Auto? Also die originale Farbe, ganz frühere Doka, ein Diesel und eine Maggiolina Hardshell-Zelt oben. Wenn ich möchte richtig in Natur sein und mich ganz nah Natur fühlen, dann nehme ich den Bus und schlafe immer da auf dem Dach in Maggiolina. T2A Camper. Was hat es mit dem Auto auf sich? Also du hast draußen einen Camper, aber mit dem kann man ja auch super losfahren, oder? Das ist unser treues Familienmitglied. Den habe ich gereist, vielleicht 10 Jahre lang und habe fast ganzes Europa so gereist und gesehen. Wenn meine Kinder noch klein waren, da war unser Hauptreisewagen. Haben Sie bemerkt, ich liebe die gelbe Farbe. Ja, gut, jetzt kommt ein Exot in deiner Reihe. Also klar, T1 offensichtlich mit dem V
Elefantenohren, damit man ein bisschen besser was sieht bei den Spiegeln. Ja, den Auto habe ich restauriert, ganz aufwendig restauriert. Der war nicht beendetes Projekt gewesen und der hat die Türen, die Seitentüren von beiden Seiten. Das ist ja ein skandinavisches Modell und Baujahr 67. Und jetzt kommt wieder ein gelber. Hier ist Speer, eine Multivan-Ausstattung, von außen eher Caravelle. Stimmt, das ist ein Multivan, aber ich möchte gerne zweifarbig haben. Jetzt hast du gesagt, Gelb ist eine Farbe, die du magst. Du magst zweifarbig, Gelb-Weiß. Mein Auto ist Gelb-Weiß. Hättest du Lust mal zu fahren? Ja, gerne, unbedingt. Ja, dann lass uns mal los. Flugzeug. Fast unglaublich. Die Bus in Litauen und ich am Steuer. Das ist super. Von dem, wie du hier drin sitzt und wie du dich fühlst dabei. Ist das VW-Bus oder ist das eher... Ja, stimmt, sehr gute Frage. Ich fühle mich wohl und ich fahre mit großem Vergnügen, so wie im klassischen VW. Was macht dieses Gefühl für dich aus? Was ist so das Besondere am VW-Busfahren? Einfach die gute Laune kommt dazu. Ein gutes, schönes VW-Fahren. Ja. Es muss schön sein. Und das Auto ist richtig gut gemacht, mit guter Laune gemacht. Design ist super. Du hast von deinem Freund erzählt, dem der Platz hier gehört, der hätte auch einen T1. Was ist das für einer? Ja, ganz interessantes Auto. Das Auto war total Schrott, von Skandinavien hierher gebracht und völlig neu geschweißt, restauriert und ganz interessantes Modell gemacht. Der hat beide Seitentüren von beiden Seiten, hat sogar Flugzeugsitzen dabei. Wie kam es überhaupt bei dir zu der Liebe zum VW-Bus? Wie bist du da dran gekommen? Die gab es ja ganz früher hier gar nicht. Ich probierte mal unterschiedliche meine Hobbys zusammensetzen. Zusammen mit der Familie sein, eine Reiselust zu befriedigen, dazu alte Autos restaurieren und einziges Möglichkeit war ein VW-Bus. Also ein totales Familienauto in dem Sinne. Richtig, stimmt. Alle meine Busse sind auch Familienmitglieder. Hast du noch einen Wunsch, was noch in deiner Garage demnächst reinkommen soll als VW-Bus? Ja, einen Syncro, T3 Syncro, das möchte ich. Habe den, der ist noch nicht restauriert. Bis zum Bulli-Treffen klappt das nicht mehr, ne? Nein, leider. Das ist viel Arbeit. Das war sie, die Bulli Love Story aus Litauen. Und es war schön zu sehen, dass auch im Baltikum, wo die VW-Bus-Szene noch recht jung ist, sie trotzdem so groß und mit so viel Herz ist. Und den Arunas, den sehen wir auf dem Bulli-Treffen in Hannover wieder und euch hoffentlich bei der nächsten Bulli Love Story.